Hi, grüß dich. Servus, Servus, ich bin der Daniel. ich bin der Alex. Freut mich. Erstmal vielleicht, um das Eis zu brechen. Weißt du, wie viele Tattoos du hast? Nee, tatsächlich nicht. Ich Okay, bezeichne sie mal als eins, weil eins, es geht okay. wirklich vom großen Zeh bis zum Kopf, von daher durchgehend, dann ist es doch eins. Okay, und das ist dann quasi auch quasi dein Lieblingstattoo, wenn du das als eins bezeichnest. Ja, das ist ein Okay. Gesamtkunstwerk einfach, ja. Ja, ja. Nicht schön. Habe ich auch noch nie gehört irgendwie. Also echt neu. Ja, cool. Das dauert auch ziemlich lang, bis es soweit ist. Ja, ich kenne jetzt auch nicht so viele Leute, die von oben bis unten tätowiert sind. Aber Ich auch nicht. echt? Ja, tatsächlich. Okay, krass, das hätte ich Ja, jetzt nicht gedacht. Ja, doch, cool. doch. Okay. Ja. Kopf ist meistens ein bisschen außergewöhnlich, weil nicht in jedem Beruf kann man sich das leisten. Ne? Ja, ja. In Oder auch meinem schon. ja, stimmt, stimmt. Ja. Ich glaube, in manchen Ländern werden Tattoos ja auch gar nicht gern gesehen, so in Japan oder so. Richtig, und das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsreiseziele. Oh, okay, Ja, krass. und das hat sich aber schon verändert in den letzten Jahren. Also das erste Mal war ich da, ich glaube, das war 2018. Da haben die Leute, die sind auf der Straße weggelaufen, wenn sie mich gesehen haben. Also die haben wirklich die Straßenseite gewechselt, Mhm. weil es eben mit der Yakuza direkt da in Verbindung steht, diese Tätowierung. Und das letzte Mal war ich letztes Jahr dort und da war es schon ganz anders. Da haben sie eher fotografiert dann tatsächlich, Mhm. haben mich gefragt, haben angehalten mit Okay, dem krass, Auto, mit ja. dem Motorrad, haben gefragt, ob sie Bilder machen dürfen. Also, Okay. Okay, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. ja. Erzähl vielleicht erstmal, wer du bist und was du machst so. Naja, mit den Tattoos hat man jetzt schon gesehen. Ich Ja. bin der Alex und ich habe ein Tattoo-Studio, bin Inhaber vom Surface Tattoo Studio in München. Mhm. Gut, dann nochmal zurück zu der Japan-Sache. Ähm, Was glaubst du, wieso gab es die Veränderung? Also wieso vielleicht beim ersten Mal so abwegig und dann beim zweiten Mal, wo du da warst, dass es dann irgendwie so anders war? Ja, also da war ja zwischendrin die Olympiade. Das heißt, da waren ein Ah, paar okay. mehr westliche, sage ich jetzt mal, Leute wahrscheinlich im Land und dann hat sich das ein bisschen gelockert. Weil du hast ja auch da das mit den Onsen, also diese Bäder, wo Ja. man nicht rein darf. Da steht wirklich dran, also mit Tätowierungen ist der Zutritt verboten. Mhm. Da wollten sie einfach diese Yakuza draußen halten und die sind halt tätowiert. Das ist jetzt Ja. noch heute so, oder? Dass Das, man mit einem Tattoo nicht in die Onsen darf. ja, Okay. nicht in allen, es gibt welche, wo man rein darf, aber ich sage jetzt mal, im Großteil ist es wirklich verboten. Okay, krass. Nee, Japan ist auch einer meiner Lieblingsreiseziele so. Und ich Mhm. würde in Zukunft auch gerne ein Tattoo haben. Vielleicht muss ich mir das nochmal überlegen. Verdeckte Körperstelle. Am besten, wenn man auch Vielleicht so das Handtuch Oberschenkel oder rum so. hat, dann Ja, geht's doch auch auf den Hintern. ja. Also dann geht's, oder? Also wenn man es nicht sieht, Ja, dann richtig. okay. Ja. Ja, cool. Das heißt, du warst zweimal in Japan, oder? Bis jetzt war ich zweimal, Okay. nächstes Jahr werde ich wieder gehen. Ah, okay. Ist es so eine Tradition von dir, oder? Meine Frau liebt das so. Ah, okay. Und deswegen werden wir das wieder tun. Mhm. Ja, cool. Wie seid ihr da drauf gekommen? Japan oder durch Anime oder? Anime eigentlich nicht. Das war, ich glaube, eher das Land hat sie begeistert. Diese Riesenvielfalt, die du hast. Das Land ist ja sehr, sehr lang, dann vom Norden bis zum Süden runter. Mhm. Und natürlich die Kultur, auch die Menschen, die sind deutscher als wir Deutschen. Also Okay. das ist unglaublich. Und das ist das, was uns auch so gefällt. Jeder versucht, das Beste zu geben, was er kann. Und das Gefühl hast du halt überall, wenn du essen gehst. Mhm. Du hast nie das Gefühl, du wirst jetzt hier irgendwie beschissen Ja, und schlechte Qualität zum hohen Preis. Nein, es versucht wirklich jeder, dir das Bestmögliche zu geben. Und das ist das Schöne eigentlich. Das beeindruckt. ja. Das ist dann auch so ein Zusammenhalt, kann ich mir vorstellen. Also, weißt du, wie ich meine? Nee. Mh, dass die Japaner, habe ich gefühlt, die sind halt sehr zusammengeschlossen, auch als Volk. Weißt du, wie ich meine? Also, dass die. Ja, aber ich denke, wenn du dort bist, spielst du eine Rolle. Ah, okay. Ich denke, es wirkt für uns als Außenstehende toll, aber wenn du wirklich darin so ein bisschen gefangen bist und das Okay. machen musst, die verzichten zum Teil auf den Urlaub beim Arbeiten, die Okay. gehen also nie in Urlaub, die sind viel mehr Stunden da, ohne dass sie Geld dafür bekommen. Ähm, Nach der Arbeit sind sie dann meistens noch zusammen beim Essen, weil der Chef das gerne möchte. Das heißt, auch da Okay. geht es nicht nach Okay. Hause.
Und das ist so, naja, die sind schon sehr hohem Leistungsdruck da ausgesetzt, wo sie dann Okay, da drin krass. Ja, stecken. das sieht man von außen gar nicht. Also das Ja, wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht so, dass es ja, so extrem ist. ja, Aber ja, ganz anders. Ja. Und von daher, das ist was, was ich nicht möchte, auch wenn ich das Land liebe. okay. Das ist einfach too much. Ja, ja. Wie bist du auf das Thema Tattoo gekommen? Naja, ich habe mich irgendwann vor über 30 Jahren das erste Mal tätowieren lassen, sehr, sehr spontan tatsächlich. Das war so eine Entscheidung innerhalb von wenigen Minuten. Okay, krass. Wie kam Ja. es dazu? Da war eine Freundin, die hat gesagt, du, ich gehe zu einer Friseurin nach Hause und ihr Mann, der tätowiert nebenzu im Keller. Okay. Willst du nicht ein Tattoo? Und so ist es dann passiert. Da habe ich gesagt, klar, Logo, gehe ich hin. Na, du so, ja. Ja, genau. Und ich wusste gar nicht was. Und dann irgendwie dachte ich mir, okay, mein Sternzeichen, das bleibt immer meins. Fangen wir damit einfach mal an. Mhm. Und dann ging das so langsam weiter. Und irgendwann wurde es halt mehr. Weil ich auch im Prinzip den ganzen Oberkörper auf einmal geplant habe. Okay, Und dann, krass. ja genau, dann geht es halt schneller, weil du schon einen Plan hast. Und ist daraus dann quasi auch dieser Wunsch entstanden, das dann beruflich zu machen, oder? Überhaupt gar nicht. Okay. Also tatsächlich war das animiert durch die erste Fernsehsendung, die es in Deutschland gab damals. Eine Familie sticht zu, hieß das. Das war so über Tattoo-Studios. Und es war, glaube ich, Anfang der 2000er. Und ich fand es einfach schön, der Umgang miteinander und die Kreativität, die die gemeinsam leben konnten. Und das war was, was mir immer im Hinterkopf blieb. Ähm, und wenn du in der normalen Arbeitswelt bist, ist es halt vielleicht doch ein bisschen anders. Ja, Gut, es war vor der Kamera vielleicht doch anders, als es in Realität ist. Das weißt du ja nicht, solange du es nicht ausprobiert hast. Und dann kam irgendwann für mich die Chance, wo ich so ein Jahr nichts gearbeitet habe, mich neu zu orientieren. mhm. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, hier mit einzusteigen quasi. Wie sieht es eigentlich davor aus? Also was hast du davor beruflich gemacht? Direkt davor war ich bei Karstadt Quelle. Da war ich hier in München Geschäftsleiter von der großen Quelle-Filiale. Quelle Technik Center hieß es. Und das ist auch der Grund, warum ich beruflich nach München gekommen bin, weil ich eben Mhm. die Möglichkeit hatte, das hier zu übernehmen. Es war die umsatzstärkste Filiale, die wir hatten in ganz Deutschland. Das war mein Job und da war ich so 60, 70 Stunden in der Woche halt am Arbeiten, hatte dort 33 Angestellte und habe im Umkreis noch 17 kleinere Shops, hießen die damals, betreut. Mhm. Hattest du da schon die Tattoos? Ich hatte tatsächlich schon sehr viele Tattoos damals, aber nicht an offensichtlichen Stellen. Das heißt, die Okay. Arme, Gesicht, Hand und so, das war alles frei. Mhm. Aber der Oberkörper, der Rücken, die Beine, das war tatsächlich schon Tätowieren. Das wusste aber niemand. Ach Weil so, es okay. war halt auch ein sehr, sehr konservatives Unternehmen. Ja, Von daher hätte ich sogar vielleicht Schwierigkeiten bekommen oder den Job nie bekommen. okay. Und deswegen habe ich das da keinem gezeigt, weil wenn wir am Wochenende auf irgendwelchen Tagungen waren und da war auch mal mit Schwimmbad oder mit Sauna, dann bin ich da nie mitgegangen. Ah, okay. Hast du Ja. gerade krank gestellt. Habe ich einfach gemieden. Ja. Hast du jetzt irgendwie eine Veränderung wahrgenommen, wie Leute dich vielleicht wahrnehmen? Also quasi bevor man die Tattoos nicht überall gesehen hat und danach im Vergleich? Ja, also als ich mit meinem alten Chef quasi mal Kontakt hatte, war der schon ein bisschen geschockt, weil der auch erzkonservativ und Tattoos gar nicht gut findet. Ähm, aber ansonsten eigentlich nicht, weil du wirst schon als Person wahrgenommen. Das heißt, in dem Umfeld, wo du bist, ob ich da jetzt eins mehr habe oder Ja, weniger habe, das sieht gar keiner mehr. Also das ist einfach bei der Menge, die ich habe, fällt es nicht auf. Ja, also das letzte war tatsächlich im Gesicht hier oben und das merken Leute gar nicht mehr. ja, ja, ja. Ja, Was war das? die kleine Schwalbe hier. Ah, okay. Ja. Schick, schick. Es wird so langsam eng. Glaubst du, dass eine Ausbildung heutzutage noch wichtig ist? Definitiv, das ist eine Grundlage. Egal, was du später draus machst, aber du hast schon mal eine Basis. Ja, in vielen Berufen hast du ja unterschiedliche Aspekte auch drin und du kannst dich trotzdem ja später ganz woanders hin entwickeln. Ich selber habe ausgebildet, auch wo ich bei Karstadt Quelle war, hatte ich 4 Ausbildungsberufe, die ich abgedeckt habe. Ich hatte vom Reiseverkehrskauffrau, ich hatte Bürofachleute dort, Einzelhandelskaufleute und später kannst du damit ja verschiedene Dinge machen. Aber so als Basis mal,
dass du was hast, dass du auch reinschnuppern kannst in den Beruf und zumindest irgendwas auf dem Blatt Papier stehen hast. Das ist in Deutschland halt schon, wollen viele haben. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps an junge Leute bezüglich vielleicht des Berufslebens oder auch privat generell? Also vom Beruf her auf jeden Fall probiert euch aus. Beim ersten Job bleibt es meistens sowieso nicht. Wenn man den schon gefunden hat, tatsächlich beim ersten Mal seinen allerliebsten Beruf, dann ist es gut. Aber Beruf ist ja auch Berufung. Für mich hat das was mit Leidenschaft zu tun. Ja, ich muss da voll dahinter stehen. Es muss mir Spaß machen. Also ich muss jeden Tag gerne hingehen, Ja, auch wenn ja, es mal schwierig ist. Und das ist das, was es für mich eigentlich ausmacht. Wirklich Leidenschaft da reinzustecken. ja, ja. Das finde ich jetzt auch ein wichtiger Punkt. Ja. Den darf man nicht unterschätzen. Genau, und deswegen muss man ausprobieren. Ich meine, ich habe früher auch gekellnert, ich habe in der Bar gearbeitet, alles Ja, mal ja, so machen und gucken, was macht dir Spaß. Auch da lernst du ja Leute kennen und das ist auch an meinem Job das Schöne. Ich habe jeden Tag neue Leute. ja, Immer ja, irgendwelche stimmt. Geschichten und das hast du in vielen Berufen halt irgendwas, wo du sagst, boah, genau das triggert mich, das finde ich cool, das würde ich gern machen. Ähm, Viele arbeiten auch gern mit Kindern oder sowas. Ja, dann gibt es Ja, dafür auch den richtigen Job. Find's raus, was dir Spaß macht. Du machst es ziemlich lang und ziemlich viel Zeit in deinem Leben. Deswegen finde was, wo deine Leidenschaft drin steckt. ja, finde ich ein guter Punkt, ja, schön. Vielleicht jetzt mehr auf persönlicher Ebene noch eine Frage. So, wovor hast du Angst? Gibt es da irgendwas? Ja, leider Höhe. Ah, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Seit meiner Kindheit tatsächlich extreme Höhenangst und es wird auch leider nicht besser. Das heißt, Fallschirmspringen wird nichts für dich. Wird nicht für mich. Okay. Welche Eigenschaften magst du an dir? Zuverlässigkeit, Positivität. Mhm. Bin eigentlich immer gut drauf und das ist auch wichtig, dass du die Leute, die da mit dir arbeiten, auch positiv motivierst, dass da immer, dass man sie nicht runterzieht, sondern dass man sie halt Ja, hochhebt. ja, Und das sind, denke ich, die wichtigsten Dinge. Das heißt, jeder kann sich zu jeder Zeit auf mich verlassen. Wenn ich sage, wir machen das so, dann machen wir das auch so. Ob das jetzt Pünktlichkeit ist oder was da alles dazugehört, Zuverlässigkeit ist halt so einmal ja. das große Ding. Das ist für mich auch sehr, sehr wichtig bei anderen. Was sagen deine Eltern über dich? Also, In dem Fall gar nichts mehr. okay. Ja, aber zu Lebzeiten war meine Mutter immer okay mit dem, was ich tue. Mhm. Wir hatten nicht das größte Verhältnis zueinander, aber das, was sie von mir mitbekommen hat, das fand sie gut, dass ich meinen Weg gegangen bin und Ja, auch da viele verschiedene Stationen in meinem Berufsleben hatte. ja. Hast du vielleicht noch einen Fun-Fact über dich? Zum Beispiel, also ich schlafe jeden Tag ohne Kissen. Das denkt man auch nicht viele. Okay, ja, nein, ich habe mein Lieblingskissen tatsächlich eher, wenn es so ein Funfact ist. Okay. Manchmal nehme ich das mit auf Reisen und es ist halt doch so groß und du musst den Koffer reinstopfen. Ich nehme es auch tatsächlich mit nach Japan. Aber damit schlafe ich Okay. am besten. Ja. Ja. Als du klein warst, hattest du da irgendwie einen Traum? Also gab es da irgendwas, was du werden wolltest? Also wirklich so in der Grundschule oder so wollte ich Polizist werden. Das war mein Ah, okay. Opa. Ah, okay. Und ich hatte so einen ausgemusterten Polizeischäferhund quasi zu Hause, mit dem ich aufgewachsen bin. Deswegen war das mein Ziel. Später in der Schule dann ist das schon gewechselt. Da wollte ich eigentlich Goldschmied werden. Und Ah, weil da okay. auch die Kreativität und sowas drin war, das fand ich ganz gut. Dann Mhm. gab es aber mal so ein Schülerpraktikum und danach fand ich es nicht mehr gut, weil ich Okay. dann eine Woche lang irgendwelche Uhren sortieren durfte im Lager und das fand ich als Goldschmied total langweilig und dachte, das ist nicht mein Beruf. Okay. Bist du generell ein Familienmensch und vielleicht würdest du denen raten, sich ein Tattoo stechen zu lassen? Also ich bin begrenzt ein Familienmensch. Ich bin glücklich verheiratet und habe einen Schwager, der zwei kleine Neffen hat. Die sind jetzt Mhm. so im Alter 10 Jahre, sind Zwillinge und die dürfen sich noch nicht tätowieren lassen, auf gar keinen Fall. Mein Schwager bin ich gerade am Arbeiten und meine Frau ist definitiv tätowiert, ja. Glücklich verheiratet. Was bedeutet das für dich so? Was verbindest du damit? Dass ich einfach einen Menschen gefunden habe, mit dem ich 24 Stunden am Tag zusammen sein kann, Mhm. ohne irgendwelchen Stress zu haben, dass ich wirklich glücklich bin
und mich freue, wenn ich nachher wieder nach Hause kommen kann und Ja. sie da ist. Ja, ne, schön. Definitiv, ja. Das ist nicht so einfach. Hat Ja. erst beim zweiten Mal heiraten geklappt. Bezüglich der Zukunft, hast du da schon irgendwelche Ziele, die du anstrebst oder irgendwelche Visionen vielleicht? Also Ziel ist natürlich, ich bin ja schon ein paar Tage älter, irgendwann vernünftig in Rente gehen zu können. Also eher plane ich tatsächlich schon, wie ich die Firma später übergeben kann oder in Okay. welcher Form ich sie noch fortführen kann, wenn ich mich selber zu alt fühle, als dass ich hier drin bin. Das sind so die Dinge, die mir gerade im Kopf umgehen, und auch, wie finanzierst du dann deine Rente? Ja, Ja, ja. also welchen Standard kannst du dir da später noch halten? Ja. Hast du vielleicht Tipps an jüngere Leute, vielleicht sich schon finanziell auf das Leben vorzubereiten? Oh ja, auf jeden Fall. Man muss so früh wie möglich damit anfangen, sich eine private Vorsorge aufzubauen. In welcher Form auch immer. Hauptsache, du tust was auf die Seite. Je früher du anfängst, desto länger kann dein Geld arbeiten und Ja, desto mehr hast du hinterher davon. Das ist einfach dieser Zinseszinseffekt, der da zum Tragen kommt. ja, Und drum mach es so früh wie du kannst und nicht erst warten, bis du irgendwann 40 bist, dann ist es einfach zu spät. Dann ist zu wenig Zeit übrig, als dass dein Geld noch für dich arbeiten kann. wann hast du Deswegen, damit angefangen? ich hatte tatsächlich relativ früh damit angefangen, aber ich bin nicht zum ersten Mal selbstständig und habe dann quasi auch mal nicht 100% gebracht beim Arbeiten, sondern irgendeine Firma ging auch mal Bach runter. Und dann geht auch so ein Geld da Okay. drauf und dann fängst du halt wieder von vorne an. Und Ja, deswegen weiß ja. ich das, wenn du später nochmal von vorne anfangen musst, ja, dann fehlt dir einfach Lebenszeit, um es zu tun. Ja, ja, Und das ist so der Punkt. Und je früher du damit anfängst und das auch behältst, deswegen ist es vielleicht gar nicht so verkehrt in so eine private Rente, wo du nicht an das Geld kommst. Du kannst es auch niemals rauslösen, sondern es ist da fest drin. Dann bist du selbst vor dir geschützt, auch vor den Fehlern, die mal passieren können in deinem Leben. Und es ruht dann nur, wenn du nicht mehr einzahlen kannst. Aber du kannst nicht an das Geld ran und es rausnehmen. ja. Nehmen wir an, du wärst ein Superheld. Welcher wärst du und warum? Also der erste, der mich immer beeindruckt hat, das waren die Comics, die ich gelesen habe. Das war halt Superman. Weil der kann auch fliegen. Das ist natürlich super toll. Also fliegen finde ich super. Ich mag Vögel. Ich habe auch privat Vögel zu Hause. Und von daher, das ist natürlich so ein Traum, selber fliegen zu können, trotz Höhenangst. Gab es irgendwie eine verrückte Situation mal hier, die du erlebt hast? Oder vielleicht generell in deinem Leben? Oh Gott, ich glaube, im ganzen Leben gab es sehr, sehr viele. Hier drin gab es auch eine, die wird mir auch immer in Erinnerung bleiben. Das war eine Kundin, mit der hatte ich ein Piercing gemacht. Wir haben früher auch gepierst. Und dann kam sie hier vor und dann hat der Kollege so ein Tattoo auf ihrem Rücken gesehen und hat eben gefragt, oh, du hast ja ein Tattoo auf dem Rücken, was hast du denn da? Und dann hat sie ihr Kleid ausgezogen und hatte nichts drunter und stand splitterfasernackt mitten im Laden. Also das war schon eine Hausnummer, die kennt man so nicht. Wir haben viele Geschichten, die sind nicht immer verrückt, sondern meistens sind sie eher sehr, sehr bewegend oder traurig. Es kommt ja nicht jeder rein, der sich hier ein Crazy-Tattoo machen lässt, weil er jetzt, was weiß ich, Freibier auf die Fingerchen, auch das haben wir schon gemacht, tatsächlich für einen Ingenieur bei BMW. Der läuft jetzt rum mit Freibier auf den Fingern. Auch geil. Auch geil. Ja. Aber der war schon immer sehr besonders. Der hat auch einen Hals tätowiert. Okay. Und wenn alle anderen dort mit Hemdchen und Anzug rumlaufen, war er mit Hosenträgern und Mütze. Und auch das geht. Ja. Also das ist auch schon eine nette Geschichte für so ein Unternehmen dann. Ja. Ja. Vielleicht, was mich noch interessieren würde, ist, was für ein Gefühl hast du beim Stechen, beim Tätowieren? Ich tätowiere selber nicht. Ah, okay. Andere Frage, wieso tätowierst du dann nicht? Bei uns macht jeder das, was er am besten kann. Und ich tätowiere nicht am besten. Deswegen machen das lieber die anderen. Okay. Und ja, ich tue die Termine planen. Ich bin der erste Ansprechpartner, wenn du hier irgendwie Kontakt aufnimmst. Und ich sage jetzt mal so, meine Augen sind nicht mehr so die besten und deswegen mach lieber was anderes. Okay. Ja. Gut. Hast du vielleicht noch irgendwie abschließend? Für die jungen Menschen, Ja. geht mit Leidenschaft an die Sache, geht mit Leidenschaft an den Beruf und dann geht ihr euren Weg. Ja. Hat mich gefreut. Mich auch. Vielen Dank.